Hallo, ihr lieben Mäuschen da draußen. Juhu! Herzlich willkommen zurück zu Let's Play der Stanley Parable. Ja, wir sind in der letzten Folge hier stehen geblieben in so einer Art Minecraft-Map, in die uns der Erzähler reingeworfen hat. Und er hat uns extra hier ein wunderschönes Häuschen gebaut, was, was eigentlich nicht einem Haus entspricht, sondern einfach nur ja, sieht aus wie ein Einmachglas, in das er uns reinquetschen möchte. Aber ja, er hat uns freundlicherweise die Tür geöffnet und hat gesagt, ja, wir sollen da mal reingehen. Ja, ich habe eigentlich überhaupt keine Lust da reinzugehen und mit die Anweisung zu folgen. Ich würde da am liebsten jetzt gern herumspringen und da ein bisschen Hopperli-Hopp machen und irgendwas abbauen und so, ne? Und hier ein Häusle bauen und da ein Leuchtturm und bla. Aber nein, der Erzähler lässt uns nicht. Wir können hier nicht springen, wir können gar nichts machen. Wir haben keine Crafting-Werkzeuge, keine Abbauwerkzeuge, nix. Na schön. Also bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als wie das Häuschen zu betreten, was eigentlich gar kein Häuschen ist. Wie gesagt, ist für mich so eine Art Einmachglas. Aber ja, was soll's. Wir gehen jetzt mal rein und gucken mal, was er dann so sonst noch von uns fordert. Isn't it grand? Isn't it perfect? It could only be better if... Wait, that's it. We must rebuild it out of diamond. Diamond everything. Yes, yes, yes. Come along, Stanley. We have to go mining. Was? Nach Diamanten graben? Ernsthaft? Wie soll ich da nach Diamanten graben, wenn ich nichts hab? Ich kann ja nicht mal springen. Oh, okay, da ist zufällig eine Höhle. Na, lustig. Oh my, it looks like it's going to get a bit dark. Have you brought a light? Könnte ich da lang? Nee, so als Kohle. Alter, diese Texturen, ne? Oh, no. This is far more open-ended than I had in mind. I'm looking for something more narrow and linear. Something that makes you feel utterly irrelevant. This won't do at all. 1 out of 5. Even the diamonds couldn't save this one. Okay, new game. Was? Neues Spiel? What? Hallo? Wir wollten doch gerade ein Häuschen aus Diamanten bauen. Was ist mit dir los? Yes, I don't even know what this game is, but I love it. What? You, trapped in a glass box with no way out, listening to me talk. Oh, it's inspired. I couldn't have done it any better myself. What is this game even supposed to be? I can't figure it out. Okay, now I'm curious. Let's go find out what the hell this is. Das erinnert irgendwie an Portal, oder? Das ist so ähnlich wie Portal aufgebaut. Ich meine, ich habe Portal nie gespielt, aber ich habe es gesehen. Das ist doch wie Portal aufgebaut. What the fuck? Ja, und wie komme ich... Oh, geil. Kann ich das da versenken? Ja, gut, so kann man es auch machen. Ja, geil! Runter mit dem Scheißding. Und nein, es ist kaputt. Mann, ey, ich wollte es versenken. Moment, kann ich das hier nochmal nehmen? Dankeschön. Und jetzt versenken wir doch einfach mal das hier im Klo. Schauen wir mal, was dann passiert. Gar nichts. Okay, da unten ist auch offen, da können wir aber gar nichts machen. Können wir jetzt da irgendwas ausstöpseln? Irgendwas kaputt machen? Nein. Oh, da geht's raus. Interessant, habe ich gar nicht gesehen. Was? Moment, ein Tag, 59 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden, was? Ernsthaft? Okay. Können wir da irgendwie... Hallo? Ich bin da raus! Ich bin da raus, verflucht! Habe ich keine Waffe, mit der ich mich irgendwie mit der ich mir ein Portal erschaffen kann? Und dann muss ich da... Ach so, da geht's weiter. Okay, alles klar. Oh, it's a puzzle. Critical thinking, Stanley. Your forte. Kritisches Denken, ein Fachgebiet, ernsthaft. Ja gut, so schwer ist es ja auch wieder nicht, ne?
Genius. So. No, actually, you know what? I think that's plenty. I really don't care much to see you stumble through any more of these games, and I highly doubt you're any wiser for the experience, which is why rather... Hui. What the fuck? Moment. Ist das... Das ist doch... Hier waren wir schon mal, oder? Das ist ein nicht fertiges Level anscheinend. What the... Ah! Wo bin ich denn? Hallo, wo bin... Hä? Wo bin ich denn nun? Okay, kann ich da irgendwas aufmachen? Irgendwo irgendwelche Türen öffnen? Irgendwas? Irgendwas? Geht da irgendwas? Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt gerade bin. Kann ich da irgendwie die Lampe anmachen? Habe ich eine Flashlight? Nee. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich jetzt lang soll. Was? Hä? Moment, da ist offen, okay. Das zeigt uns anscheinend eh schon den Weg. Ah, guck mal hier. Was zur Hölle ist das für ein Büro? Wessen Büro ist das? Ich will da rein. Ich will da rein und die Bildschirme ausmachen. Ja gut, ich kann es wieder nicht machen. Toll. Tolle Wurst. Geht's da irgendwo rein? Nein. Aber das Licht scheint uns den Weg zu zeigen. Juhu! Noch mehr WCs, mein Arbeitsplatz. Mein Arbeitsplatz. So sieht mein Arbeitsplatz aus. Naja, nicht so direkt, aber fast genauso. Kann ich da irgendwas... Kann ich da irgendwas drücken? Irgendwas kaputt machen? Irgendwas zerschmettern? Irgendwas machen? Nein? Schade, kann ich da irgendwas aufmachen? Da kann ich auch nichts machen? Nö. Okay, toll. Tolle Wurst. Aber was bringt mir das jetzt? Warum führt er mich daher? Was? I wonder what he found. If what he wanted was to be the leading man in his own story, well, perhaps he's gotten it. Down in wherever he is right now. I wonder if he's happy with his choice, and if he's learned the heavy cost that comes with it. He'll understand soon what I was trying to tell him. He needs me. Someone who will wrap everything up at the end, to make sense out of the chaos and the fear and the confusion. That's who I am. That is what I mean to this world. Oh, yes. Yes, I'll be back. There's no other way. Once this ends, after it all comes to a close, then I'll be back. The end will be here soon. Very soon. Das Ende wird bald hier sein. Toll. Schwarzbild. Juhu. Ich freue mich. Mach mal Licht an. Ah, the never is never the end. Okay. The end is never the end. Ja, schön. Wunderbar. Okay, wir sind anscheinend wieder hier im Büro 427 und sind wieder ein weiterer Mitarbeiter. Oder immer noch derselbe Mitarbeiter. Die Tassen kann ich aber nach wie vor nicht nehmen, ne? Nee. Ich kann ja sonst auch nichts machen. Was ist denn... Okay, wir haben es wieder kurz nach 11:45. Interessant. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ja gut, das No kennen wir matter alles how schon. hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Das machen wir wieder aus. Haben wir sonst noch irgendwo einen Computer eingeschalten? Nee. Gut. Da sind alle Computer ausgeschalten. Den Computer können wir nicht wieder einschalten, den auch nicht. Okay. Da ist auch wieder ein Computer eingeschalten, den machen wir auch wieder aus.
Waiting Input. Gut. Hat sich auch nicht wirklich was getan. Ich dachte, da würde jetzt ein zweiter Balken sein, aber kann ja nicht sein, wenn hier wieder alles resettet wird. Da rein würde ich gern. Da rein. Ich würde gern wissen, wie ich dorthin komme. Okay, 5 vor halb 12. Okay. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Er ging durch die linke Tür. Weißt du was? Das machen wir jetzt einfach mal und gucken mal, was dann dahinter steckt. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Okay, hat sich auf jeden Fall nichts verändert. Lauter Akten oder Notizzettel, Bücher. Ja. Können wir da irgendwas ausschalten? Die Beamer oder so? Können wir da irgendwas machen? Nö. Schade. Okay, dann gehen wir mal weiter. Das Broom. Ach, gucke mal, jetzt geht die Tür hier auf. Auch nicht schlecht. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Ging zurück zum Pfad? Nö, ich will mich da jetzt mal gründlich umsehen. Da ist ein Besen. There was nothing here. No choice to make, no path to follow. Just an empty broom closet. No reason to still be here. Kein Grund, immer noch hier zu sein. Ja, ist klar, aber ich gucke mich gern mal ein bisschen um. It was baffling that Stanley was still just sitting in the broom closet. He wasn't even doing anything. At least if there was something to interact with, he'd be justified in some way. As it is, he's literally just standing there doing sweet FA. Ja, gut, ich muss ja zugeben, da gibt's wirklich nichts Interessantes. Are you really still in the broom closet? Standing around doing nothing? Why? Please offer me some explanation here. I'm genuinely confused. Ich bin wirklich verwirrt? Na gut. Ich trete mal raus, damit du dann der Ruhe hast. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Moment. Da war aber vorher kein Treppenabgang, da war nur ein Treppenaufgang. Was ist denn, wenn ich jetzt die Treppe runtergehe? Ganz sporadisch. Da kann ich nichts aufmachen. Gut, dann gehe ich mal runter. Gucken wir mal, was da unten ist. But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work hours. He might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all? None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? Why did doors close automatically behind him wherever he went? And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming, he yelled. This is all a dream. Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. And he thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. So, he imagined himself flying and began to gently float above the ground. Wow! Then he imagined himself soaring through space on a magical starfield, and it too appeared. It was so much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head.
One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. And while he thought it all very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself, believing that if he's asleep he doesn't have to take responsibility for himself? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Now, hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back, the fresh air of a world outside this one. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please, it's all I want. I want my apartment and my wife and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal. Everything will be fine. I am okay. Okay. Stanley began screaming. Please, someone, wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? And everything went black. Jo, läuft. Wieso? This is the story of a woman named Mariella. Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments she considered the strange man. He was obviously crazy, this much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day, the very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. Okay. Ist das jetzt das Ende gewesen? Ja. Okay. Das war das Ende. Das heißt, ja, wir sind einfach mal einen anderen Weg gegangen, als den wir eigentlich hätten gehen sollen. Und ja. Mal schauen, wie wir beim nächsten Mal abschneiden und was wir beim nächsten Mal alles herausfinden können. Denn mittlerweile ist die Folge auch schon wieder vorbei. Und ja, und ich muss ja da das Ganze auch noch rendern, encodieren und schneiden und planen. Weißt du ja. Und ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und in der nächsten Folge ist es genauso spät wie jetzt. Und dann, ja, dann gucken wir mal, was wir als nächstes so alles tun können, um den Erzähler vielleicht aus dem Konzept zu werfen. Also dann, Freunde, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüssi, Koski.